Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehlitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf ein Problem, das sehr, sehr gerne nur im Verborgenen operiert. Und dabei meine ich nicht etwa die vielen Fehler von Andreas Scheuer. Ob Pkw-Maut, E-Roller oder der eigene fehlerhafte Bußgeldkatalog, der Raser nicht mehr bestraft, sondern nur noch liebevoll tätschelt. Nur macht der Andi das clever, nämlich schon lange nicht mehr im Verborgenen, sondern in aller Öffentlichkeit. Und? Hat es ihm geschadet? Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal erneut von Peter Altmaier. Wobei ich jetzt nicht ganz klar sagen kann, ob das hier direkter Lobbyismus von ihm ist, weil er mir eine Tasse zugeschickt hat. Wäre es eine I Love Raute Tasse gewesen, wäre das eindeutiger Lobbyismus, allerdings für die Grünen. Und falls du auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare unter diesem Video oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl kein Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Ein Lobbyregister für den Bundestag rückt näher. CDU-Generalsekretär Ziemiak sprach sich dafür aus, möglichst noch in dieser Legislaturperiode mehr Transparenz zu schaffen. Es habe bereits erste Gespräche mit dem Koalitionspartner gegeben. Die SPD dringt, wie FDP, Grüne und Linke, schon länger darauf, entsprechende Kontakte von Parlamentariern zu erfassen und offenzulegen. Ja, da braucht es also nur eine schmierige Person, die für ein dubioses Unternehmen Lobby macht, damit wir endlich auch einmal darüber nachdenken, die Arbeit der Lobby mehr zu überwachen. Verlesen, überhaupt mal zu überwachen. Die Geschichte vom Lobbyismus ist doch eine Geschichte voller Missverständnisse. Zumindest auf Seiten derer, die es total unlol finden, dass die ominöse, unsichtbare Hand des Marktes nichts fürs allgemeine Gemeinwohl tut, sondern nur die Hand des einen oder anderen Politikers bei Gesetzen führt. Dabei stammt der Begriff Lobby wenig überraschend aus dem Englischen. Nämlich bezieht sich der Begriff auf die Lobby im Parlament in London, in dem britische Abgeordnete sich mit Bürgern trafen und austauschen konnten. Denn das war im 18. Jahrhundert noch etwas schwieriger als heute, da es damals noch keine Hashtags bei Twitter gab und die Internetleitungen für Videokonferenzen per Zoom einfach noch nicht dick genug waren. Schon damals aber merkte die Wirtschaft recht schnell, dass dies auch ein idealer Ort ist, um nun selber direkten Kontakt zu Politikern zu suchen. Augenscheinlich, um den britischen Politikern schon im 18. Jahrhundert natürlich nur zu helfen bei Themen, in denen diese sich halt nicht so gut auskannten. Themen wie Wirtschaft, Soziales, Medizin, Elfmeterschießen, Militär und das ganze andere Zeugs, was den Tag eines britischen Politikers schon damals nur unnötig in die Länge gezogen hat. Während zu Hause Mrs. Pac-Man mit Fish and Chips und einem leckeren Pfefferminzdip wartete und Netflix mit 9 Folgen von The Crown. Jedenfalls yada 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 und viele Lustreisen später stellte dieser Kontakt zwischen Wirtschaft und Politik oder Lobbyismus, wie ihn seine Freunde nennen, oder Tschetsching, wie ihn CDUler nennen, irgendwann ein ernsthaftes Problem dar. Und wohl einer der bekanntesten Fälle der letzten Zeit kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich denke, du weißt auch jetzt schon ganz genau, von wem ich hier jetzt rede, oder? Das ist Karin Strenz, Bundestagsabgeordnete aus Westmecklenburg. Vergangenen Herbst hatte sie für Aufsehen gesorgt. Der Vorwurf Korruption. Sie habe Lobbyarbeit für Aserbaidschan gemacht, dafür auch Geld bekommen und dies als Mitglied des Europarates nicht offengelegt. Das sorgte für viel Unmut, auch an einer Fischbude. Strenz, ja. Ich ärgere mich darüber. Am liebsten hätte ich sie angezeigt, weil ich ein CDU-Mann bin. Die hat uns als Wähler betrogen. Wie gesagt, man kann nur enttäuscht sein von der Geschichte. Ja, schon lange vor Fipsi Amthor hatte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern einen anderen schwerwiegenden Lobbyskandal. Wobei ich persönlich nicht ausschließen will, dass man in der CDU nur vorankommt, wenn man nicht mindestens einen Lobbyskandal geschafft hat. Und Dutzende, die nie an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wobei ich auch ganz ehrlich sein muss, wenn ich mir den aserbaidschanischen Präsidenten Ilsham Aliyev anschaue und Katrin Stenz, weiß ich nicht, ob das nicht am Ende ein und dieselbe Person ist. Jedenfalls hat Katrin Stenz oder Ilsham Aliyev von einer Firma in Nürnberg, die für Aserbaidschan Lobby betreibt, mindestens 22.000 € bekommen, um für Aserbaidschan
einem autokratisch regierten Land positive PR zu betreiben. Und die lieferte Katrin Stenz oder Ilham Aliyev für läppische 22.000 €. Also wenn du dich jetzt fragst, wie viel deine Integrität wert ist, dann hoffentlich mehr als die 22.000 €, die Katrin Stenz oder Ilham Aliyev kassierte aus einem Land mit einem Erdölvorkommen, das Milliarden wert ist. Google hätte hier geholfen. Nicht bei der Klärung, ob Katrin Stenz und Ilham Aliyev ein und dieselbe Person ist. Halt einmal mit Lippenstift und Make-up und das andere Mal als Frau. Aber natürlich war der bekannteste Lobbyskandal von einem ihrer Parteifreunde aus Mecklenburg-Vorpommern. Es ist eine Spiegel-Recherche, die seit ihrer Veröffentlichung heute Mittag hohe Wellen schlägt. Ist Philipp Amthor käuflich, fragt das Blatt und meint Amthors Kontakte zur US-Firma Augustus Intelligence. Der Bundestagsabgeordnete soll seine politischen Kontakte in Berlin genutzt haben, um für das Unternehmen zu werben, obwohl er selbst Direktor der Firma war und über Aktienoptionen an ihr beteiligt. Eine Enthüllung, die Amthor auf seinem Weg an die Spitze der Landespartei trifft. Ist also Philipp Amthor käuflich? Wobei ich ehrlich gesagt eher gefragt hätte, ist Philipp Amthor jemand, der Sex mit Staubsaugern hat? Denn ich will ihm hier natürlich nichts unterstellen, aber er sieht halt aus wie ein Typ, der Sex mit Staubsaugern hat. Wobei er bestimmt keinen hat, wie auch keinen Sex mit echten Menschen. Aber als Kanzlerin hätte ich die Sorge, dass, wenn man aus Versehen natürlich nur auf Pornhub nach Typ Vögel Staubsauger sucht, man dann ein Video vorgesetzt bekommt, das Philipp Amthor zeigt, wie er gerade seinen neuen Vorwerk-Staubsauger einreitet. Wobei ich natürlich hier keinen bevorzugen will, das kann auch einer von Siemens, Miele und auch ein Roomba sein. Ich will hier echt keine Werbung für Vorwerk machen. Nur ist bekannt, dass Vorwerk-Staubsauger die Rolls-Royce sind unter den zweckentfremdeten Staubsaugern. Hat mir zumindest Philipp gesagt und einen Link auf Pornhub mitgeschickt. Ist also Philipp Amthor käuflich? Ja, denn wer Posten zugesteckt bekommt, Luxusreisen geschenkt und Anteile ergattert, aber nur, weil er im Bundestag sitzt und Kontakte als CDUler hat. Und nicht, weil er ein geiler Typ ist. Hier bitte ich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um eine Ermittlung, denn FIPSI ist alles außer geil. Außer Vorwerk präsentiert neue Modelle. Das alles war und ist nicht nur ein kleiner Fehler, sondern zeigt, wie dieser hässliche Freak tickt. Und wie viele in der CDU ticken, die glauben, dass der eigentliche Fehler nur war, sich erwischen zu lassen. Umso wichtiger ist es dem Ganzen, eine Regel vorzuschieben. Also wie Philipps Mutter vor die Tür vom Haushaltsraum mit dem Vorwerk-Staubsauger. Und wie so oft ist auch beim Lobbyregister die CDU die treibende Kraft dahinter. Verlesen. Ist die treibende Kraft dahinter, ein Lobbyregister möglichst nicht zu haben. Nur weil die CDU-CSU nicht bereit ist, angemessen über die Frage von mehr Transparenz und Darlegungspflichten zu sprechen. Dabei nutzt uns das allen. Gerade in der Unionsfraktion, in der das Verhältnis zur Wirtschaft besonders eng ist, gibt es Vorbehalte. Die Sorge vor einem gläsernen Abgeordneten. Dabei wünschen sich selbst Industrieverbände mehr Transparenz. Es geht uns darum, wirklich Lobby und Lobbyismus als Notwendigkeit in einer Demokratie aufzufassen und dazu gehört Transparenz. Ja, selbst die Lobby verlangt mehr Transparenz. Aber nicht etwa, damit es uns allen besser geht, sondern damit sie selber sehen können, wer denn schon alles beim Abgeordneten war und was vor allem die Konkurrenz so macht. Nicht, dass man Abgeordnete aus Versehen doppelt abklappert. Ein bisschen Effizienz muss auch hier sein. Lobbyarbeit ist eben nicht billig. Also fassen wir einmal zusammen. Ein Lobbyregister kann nur der erste Schritt sein. Einer von vielen, die einigen verdammt wehtun werden und vor allem wehtun müssen. Die jedoch genug Kohle haben, um das auf Jahre wieder weiter zu verschleppen. Dank der Schnellwahlnummern der Lobby von vielen CDU-Lern und CSU-Lern auf dem Telefon. Nur müssen wir hier endlich liefern. Kein Unternehmen dieser Welt und der nächsten würde es je zulassen, dass einer seiner eigenen Mitarbeiter von einem anderen Unternehmen mit Reisen, Geschenken oder Staubsaugern von Vorwerk überschüttet wird, damit diese Person dann ganz im Sinne der anderen Firma entscheidet. Nur das lässt keines der Unternehmen zu, die selber massiven Lobbyismus betreiben, denn das wäre ja schadhaft für sie. Wir als Staat wiederum haben genau damit kein Problem.
Und das ist nicht mehr nur schräg, sondern das öffnet die Tür nicht nur einen kleinen Spalt für Korruption, das stellt einen Pförtner an die Tür, der hilft noch mehr reinzutragen. Ein Lobbyregister kann so toll klingen, wie es will, wenn sich keiner am Ende daran hält und auch keiner das überwacht. Dann ist es das Papier nicht wert, auf dem es mit einem Mont Blanc Kugelschreiber als Lobbygeschenk unterschrieben wurde. Und das wäre am Ende nicht nur traurig, sondern wieder einmal würde man dann Kann nur enttäuscht sein von der Geschichte. Aber noch eine kleine Sache. Ein Zusatz zu dem Sex mit Staubsaugern. Und wenn du das hier auf Instagram als Trailer zur Show siehst, dann denke ich mal, beschreibt das die heutige Show perfekt. Jedenfalls hat der Münchner Urologe Dr. Michael Alschibaya eine Doktorarbeit über das Thema mit dem Titel Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugen geschrieben. Erst einmal, wo ist bitte schön Woniplug, um diese Doktorarbeit zu kontrollieren? Nicht, dass er nur aus dem Handbuch von Vorwerk abgeschrieben hat. Jedenfalls hat Michael Alschibaya dabei 16 Penisverletzungen studiert, die sich Männer beim Sex mit Staubsaugern alle mit ein und demselben Modell von Vorwerk zugezogen hatten. Das Problem war, dass sie ihren Dödel nicht etwa in den Handgriff ihres Staubsaugers gesteckt haben, sondern um mehr Power zu haben, direkt in den Staubsauger. Doof nur, dass nach 11 cm Leerraum die Propeller des Staubsaugers sitzen, die dann wirken, wie wenn man eine Gurke in einen Mixer steckt. Die armen Krankenschwestern in der Notaufnahme, denn egal wie man es nun dreht, es gibt keine plausible Ausrede für diese Verletzung. Aber ein Gutes hatten diese 16 dann in Scheiben filetierten Penisse. Mittlerweile hat Vorwerk dieses Modell vom Markt genommen. Na, wenigstens etwas. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.